So Leute, wir kommen zu Teil 2 hier bei KTM. Wie wir es ja schon im letzten Video angekündigt haben, KTM GTXR. Wir werden uns heute das Auto konfigurieren. Wir sehen ja da schon im Hintergrund ein paar Felgen zur Auswahl, ein paar Lackierungen. Und der liebe Lukas, der sitzt da schon, beziehungsweise er steht da schon. Und der wird jetzt da mit uns mal die Konfiguration durchgehen, was wir denn da alles so individualisieren können, oder? Ja, sehr gerne. Hallo nochmal. Ich würde vorschlagen, wir starten mal mit einem groben Überblick, was alles möglich ist. Ich führe da einmal ganz grob durch und dann springen wir rüber und schauen mal, was dein Geschmack wäre und was deine Spec für ein Outcome hätte. Beginnen wir vielleicht mit der größten Gruppe, das ist die Außenfarbe. Das Fahrzeug ist erhältlich in 3 Standardfarben. Einmal Pearl White, Smoke Grey und das klassische KTM Orange. Darüber hinaus gibt es aber quasi den Wünschen kaum Grenzen gesetzt. Das kann beginnen mit einer klassischen Außenfarbe, sei es eine normale Solid-Lackierung, Metallic-Lackierung oder Dreischicht-Farbton. Wir haben da einen Lieferanten, wo wir auf eine sehr, sehr große Datenbank zurückgreifen dürfen. Da sind, glaube ich, in Summe über 400.000 verschiedene Farben drinnen hinterlegt. 400.000. Also nur als Beispiel, wenn man da reinschaut, kennen irgendeinen Blauton als Beispiel, da erkennt man mit dem normalen Auge kaum einen Unterschied. Ja, und das ist einfach voll damit. Also man muss einfach nur den Wunsch äußern, den man haben möchte, und wir versuchen das dann bestmöglich umzusetzen. Und es ist einfach eine der größten Datenbanken, was Farben angeht. Vor allem, ich sehe ja gerade, also das sind ja rein nur die Lackierungen und da oben geht es ja dann schon weiter in Richtung der nächste Step Carbon. Darüber ist, wir haben eben einfach eine Vollcarbon-Außenhaut, und da besteht natürlich die Möglichkeit, mit diesem zu spielen, mit dieser Carbonfaser zu arbeiten. Das beginnt ganz simpel, einfach nur mit einem Klarlack, sei es matt oder glänzend, den ich auf die Carbonstruktur aufbringen kann, oder eben noch einen Schritt darüber, ich kann mir irgendeine Farbe aussuchen, ganz egal welche, und kann das mittels einer Lasur dann in das Carbon einfärben. Und in dem Fall ist es dann ein klassisches Verde British Racing Green mit 20% in der Lasur drinnen. Das heißt, das ist ein Mehrschichtaufbau dann lackiert. Ja. Und in der mittleren Schicht ist dann eine Lasur eingebracht, die eben entsprechend mit einer Farbe eingefärbt wird. Und je nach Transparenzgrad kann das Ganze deckender ausführen oder eben transparenter ausführen. Genau. Funktioniert mit dunklen Farben grundsätzlich deutlich besser. Sei es ein dunkelgrün, ein dunkles Blau, Rottöne, Lilatöne oder eben auch Schwarztöne, wie wir es schon ganz oft jetzt gemacht haben. Ja, da bin ich mal wirklich gespannt, wenn wir jetzt dann gleich am Konfigurator sitzen, was wir da alles dann an Farben noch so zur Auswahl haben, welche Farbe da so, ja, sagen wir es mal so, am besten passen würde. Robert, gibt es für dich schon irgendeine Lieblingsfarbe oder wirst du erst mal abwarten, bis wir die Farben am Konfigurator sehen? Ja, ich muss mir das erstmal anschauen. Ja? Okay. Im weiteren Schritt, wenn dann eine Farbe gewählt ist, macht es natürlich Sinn, das restliche Auto entsprechend dazu zu matchen. Und da haben wir mögliche Highlight-Gruppierungen, die eben gewählt werden können. Das ist ein Bremssattel, egal jetzt ob Stahl oder Keramik, den in alle möglichen unterschiedlichen Farben wählen kann. Sogar das KTM-Logo selbst kann individualisiert werden, einfach damit es zum Fahrzeug matcht. Das Beispiel, wenn ich jetzt ein rotes Auto heranziehe und dann habe ich orange KTM-Embleme drauf, dann würde es einfach vom Farbton her nicht optimal passen. Nee. Und ich habe die Möglichkeit, das Ganze in Schwarz oder anderen Kontrastfarben auszuführen. Das Ganze zieht sich auch durch über das Push-Shot-Fahrwerk, das man ja sehr, sehr gut sieht bei unserem Fahrzeug, wenn das Canopy aufgeht, oder eben auch im Interieur mit Kontrastnähten. Da wird in der Zukunft noch einige weitere Themen kommen. KTM-Logo haben wir schon angesprochen. Selbst die Abdeckungen von den Felgen kann ich wahlweise in verschiedensten Farben haben, dass wirklich bis ins kleinste Detail das alles richtig gut matcht. Abgerundet kann das Ganze dann nur mit verschiedenen Felgen werden. Wir haben grundsätzlich immer 5 verschiedene Farben. Klassisch schwarz, goldglänzend, mattbronze und 2 Grautöne. Einmal ein helles mattes Grau und einmal ein dunkles Stargraphit nennt sich diese Farbe. Ja. Und haben grundsätzlich 2 verschiedene Varianten aktuell im Angebot. Eine etwas kleinere Felge mit 19-20 Zoll im 5-Loch-Design ausgeführt und einmal die aufpreispflichtige große Felge mit 20-21 Zoll und eben den gestern gezeigten Titan-Zentralverschluss. Ja. Ebenfalls in diesen 5 Farben erhältlich. Wenn wir jetzt dann gleich am Konfigurator sind, stehen da auch Preise dann mit dabei? Kann man die kommunizieren?
Wir kommunizieren das über die Händler, also im Konfigurator selbst ist kein Preis hinterlegt. Das ist Usus in diesem Supersportwagen-Segment, dass man da nicht alles komplett frei zugänglich macht. Ja, klar. Hängt auch natürlich stark davon ab, wie das Fahrzeug dann konfiguriert wird und die Preise ändern sich dadurch dann stark. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in den Konfigurator, oder? Dann legen wir los. Inzwischen Ja, jetzt wird's ernst. Es lädt. Es lädt. Also grundsätzlich ist jeder dazu herzlich eingeladen, sich sein Traumfahrzeug zu konfigurieren. Wir haben da einen sehr innovativen 3D-Konfigurator. Achso, das ist ja ganz normal, können wir ganz normal über die Webseite uns selber konfigurieren. Richtig, man geht auf ktm.com, wählt das Modell aus. Man muss sich, glaube ich, registrieren mit E-Mail-Adresse, Passwort, ist aber kostenlos. Und kommt dann eben, es funktioniert mit den Motorrädern übrigens genau gleich, aber kommt dann zu einem sehr, sehr coolen 3D-Konfigurator, wo man verschiedenste Environments auswählen kann. Wir sind jetzt da gerade in einer Garage drinnen. Ich kann über die Tools links. Ja, allein schon das Orange finde ich schon irgendwie geil. Vor allem, weil das halt eben so typisch halt eben KTM ist. Orange, schwarz. Genau. Das ist schon... Oh, das Passt ist halt natürlich schon auch super sexy. zum Carbon, richtig. Gell? Ja. Kann dann links über die Menüsteuerung verschiedene Sachen einstellen, kann das Canopy auf und zu machen. Einfach rumspielen, das Ganze spielerisch kennenlernen. Aber viel interessanter auf der rechten Seite diesen Tab öffnen und das Fahrzeug dann optisch konfigurieren und beginnt wieder gleich, wie wir es vorhin schon gezeigt haben, mit der Außenfarbe. Kann eben wählen EB Orange, das klassische KTM Orange. Smoke Grey ist eine ausgeborgte Farbe aus dem Konzern, insbesondere aus der Husqvarna Sparte. Und eben das klassische Pearl Weiß. Also die drei Farben haben wir jetzt halt serienmäßig ohne Aufpreis dabei. Genau, so ist es. Startpreis bei dem Fahrzeug lag bei wie viel nochmal? 299.150 netto. Okay. Kann dann, wie wir es schon bei einigen Fahrzeugen gesehen haben, die Carbonfaser-Sicht auswählen, aber eben auch eine Wunschfarbe nehmen, den Deckungsgrad auswählen, sämtliche Einstellungen treffen und einfach mal durchexperimentieren. Wie wirkt es, wie schaut das aus, wie gefällt mir das? Man muss natürlich immer aufpassen, das Ganze ist rein digital. Ach krass. Und es gilt dann, den Match zu finden, was habe ich online konfiguriert, wie schaut es am Bildschirm aus und wie ist es in echt. Ja. Insbesondere bei der modernen Lackiertechnik mit Dreischichtfarben, Metallicfarben und so wirkt es einfach in echt nochmal ganz, ganz anders wie auf dem Bildschirm. Aber das ist ja verrückt. Also das habe ich ja noch nie gesehen. Normalerweise, wenn du dir ein Auto konfigurierst, du hast deine verschiedenen Lackierungen, die du anklicken kannst. Aber da können wir uns ja einfach rumspielen. Genau, es soll wirklich Spaß machen, es soll zeigen, welche grenzenlosen Möglichkeiten es gibt. Und hat schon fast den Charme von unserem Computerspiel wie in Forza Horizon, wo man das Auto ich wollte gerade sagen, das kommt mir gerade vor wie so ein Videospiel, ja. Und wir uns einfach das in unserer Garage jetzt halt hier so konfigurieren. Aber Leute, nein, wir können uns real das Fahrzeug... Das ist heftig. Also das habe ich noch nie gesehen. Vielleicht gerne ein Vorschlag von dir. Was würdest du für eine Außenfarbe wünschen, wenn es in Richtung deinen Geschmack gehen würde? Einfach spielerisch irgendwas wählen. Also ich meine jetzt generell, wenn wir mal nochmal auf dieses Carbon noch mal kurz gehen, ja, können wir an dem Carbon auch noch irgendwas machen? Weil du mal gemeint hast mit Sicherheitsgrad mäßig. Wir haben, also das Einfärben vom Carbon im Konfigurator funktioniert nicht, weil da wird es wirklich komplex dann, auch im Hintergrund. Also wir arbeiten dran, wir würden da gerne was machen, nur da stoßen wir dann aktuell an die Grenzen der Visualisierung. Aber du kannst wirklich sagen, okay, wie viel Prozent Carbonsicht möchtest du haben, oder? Im Fahrzeug, beim echten Konfigurieren ja, da muss man immer einen Frosch anfertigen. Ja. Im Konfigurator habe ich rein Sichtcarbon oder GRV-Farbe. Okay, verstehe. Aber allein das schon, dass du dir einfach, dass dir dass du das wirklich so auswählen kannst, wie viel Carbongrad du haben möchtest. Eigentlich kann man schon fast sagen, Alleinstellungsmerkmal. Also zumindest so, wie du es dir konfigurieren kannst. Ich bin nicht sicher, ob es und wie viele andere Hersteller es noch gibt, aber es ist sicher schon sehr, sehr speziell. Ja. Also das, was ich halt damit meine, ist, dass du es dir halt so extrem individualisieren kannst. Das ist natürlich schon... Aber jetzt sind wir wieder bei dem Thema, jetzt sehen wir es hier da auf dem Bild und genauso auch wie jetzt halt in live. Und klar, ich feiere das extrem, wenn du halt hier wirklich das Fahrzeug in Vollcarbon hast und auch wenn du jetzt Preis-Leistung redest, was wir schon mal gesagt haben, wenn du das jetzt hier bei Bugatti, wo du auch komplett Vollcarbon, aber du redest ja von einem komplett anderen Preis, ja. Das heißt, hier, so wie das Auto dasteht, ist es wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Nichtsdestotrotz ist für mich immer dieses Thema, dass ich finde, so der Kontrast ein bisschen fehlt. Vorhin, als ich den gelben gesehen habe, da siehst du halt richtig,
den Kontrast und da kommen wirklich die Ecken, Kanten raus. Also ich würde schon auf eine richtige Lackierung gehen. Also ich weiß nicht, Robert, was meinst du? Würdest du Vollcarbon nehmen oder würdest du auch einfach mal auf so eine Lackierung gehen? Farbiges Carbon würde ich nehmen. Also ich meine, Leute, wir spielen uns ja jetzt einfach nur rum, außer ich weiß nicht, was der Robert schon wieder für Pläne da so, Ich habe keine Pläne. so hat. Keine Pläne? Nee. Ja, okay. Puh, das ist natürlich schon auch heftig, ne? Soll man in Richtung Lila mal gehen? Lila wäre eigentlich schon ganz geil. Den roten haben wir ja schon gesehen. Ich glaube auch so blau ist ja auch ganz geil, aber ich glaube so lila, glaube ich, könnte schon richtig fett werden. Mit dem ganzen Carbon dann noch, wenn du den Frontspoiler und so weiter, wenn du das alles noch im Sichtcarbon hast. Wie gefällt dir das? Gut? Das ist schon heftig. Und ganz ehrlich, ich finde es geil mit den orangenen Akzenten eigentlich. Das passt sogar echt ideal drauf. Oder Robert, was meinst du? Pink? Das ist mega geil. Pink? Na, pink nicht. Wir können mal kurz schauen. Aber das ist schon brutal. Aber so ein Lila, was ein bisschen auf Pink geht, finde ich, das hat schon ein bisschen was irgendwie. Meinst du nicht? So ein bisschen wie von Lamborghini, dieses spezielle Lila mit dem extremen Perleffekt. Wie hieß das nochmal? Viola Hongkong vermutlich, oder? Wie bitte? Viola Hongkong. Ja, genau, Viola Hongkong. Das ist so eine heftige Farbe. Absolut, ja. Ist aber eher dunkler, wie das jetzt gerade. Ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen, kriegst schon ein bisschen diesen, ey, das ist, Leute, ich komme mir gerade vor wie in einem Videospiel. Aber du kannst ja das Auto wirklich so konfigurieren, das wird am Ende des Tages, wird es genau so dastehen. Also man kann auch switchen, es ist ganz einfach, die oberste Schicht ist dann die Klarlackschicht und da gibt es zwei Varianten, entweder ich führe das in glänzend aus oder in matt. Einfach hier umswitchen und entsprechend könnte man das auch in Wirklichkeit ist aber auch lackieren. heftig, ne? Ja, mach schon was her. Wobei du ja da wiederum sagen kannst, hast einen Gloss und wenn du dann irgendwann sagst, okay, ich möchte eine Matt haben, dann kommt wieder XPEL zum Einsatz. Wir hauen uns die schöne XPEL Stealth Folie, Steinschutz-Folie drauf und dann haben wir auch eine matte Lackierung mehr oder weniger, beziehungsweise einen matten Look. Also ich würde ihn jetzt erstmal so glänzend lassen, vor allem, weil ich finde es halt schon geil mit glänzendem Carbon, schwarze Felgen. Im nächsten Schritt wird man dann zu den Sätteln kommen. Ja. Du hast gesagt, orange wird dir ganz gut gefallen. Ach, da kannst du es auch schon wieder komplett individualisieren. Genau, also wir können auch beim Sattel jede Wunschfarbe umsetzen. Was? Oder fast jede Wunschfarbe umsetzen. Matcht das zum KTM und habe einen orangen Sattel. Ey, das ist doch... Dann geht es weiter mit den Felgen. Standardfarbe schwarz. Kann das Ganze aber auch zum Beispiel in Gold machen, um dann noch ein extremes Highlight zu setzen. Oder das hellgrau in matt, dunkelgrau in glänzend oder auch Bronze. Ich weiß gar nicht, ob da Schwarz oder Gold besser drauf passt. Schwarz wahrscheinlich, oder? Na, Helga. Das Ja, klar. ist halt so classy dann, ne? Geil. Ich finde auch schwarz ziemlich cool. Ja, ich finde, es wirkt halt böser. Ich weiß Genau. schon, was du meinst, Robert, mit dass es mehr classy wirkt. Klar. Gebe ich dir völlig recht, ja. So typisch damals der 991.1 GT3S in dem Lila. Mit den silbernen Felgen, aber ne, ich bin halt einfach so ein Typ mit schwarzen Felgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sieht einfach böse aus, böse, weil da einfach der Bremssattel noch mal besser rauskommt, ja, in dem Orange. Im nächsten Schritt werden es die Federn vom Fahrwerk, beispielsweise auch die Federn in einem Lila nehmen, wie vorher die Außenfarbe, oder eben wieder in einer Kontrastfarbe als Beispiel. Wir können uns jetzt das auch schon wieder spielen, oder wie? Ja, aber es macht einfach Spaß. Also das ist der Sinn dahinter, dass man wirklich Natürlich macht das Spaß, aber das ist ja ein kann. riesen Aufwand für euch. Natürlich, ja klar. Es ist ein Handlingsaufwand, es ist ein Logistikaufwand und Co. Auf der anderen Seite haben wir uns eben kommuniziert oder festgelegt auf diese 2 Stück pro Woche und das schaffen wir. Ich meine, normalerweise, du hast ja wirklich, wenn du ein Auto konfigurierst, ja, jetzt gehen wir mal auf, egal ob BMW, Audi, Mercedes oder wir können auch einen kleineren Hersteller nennen, ja, dann nennen wir McLaren. Da hast du deine Farben, ja, und die hast du zur Auswahl, klar, dann hast du noch MSO, da kannst du natürlich auch theoretisch jede Lackierung nehmen, wie du möchtest, ja. Aber das ist halt, da reden wir ja wieder von einem anderen Preis. Das ist schon heftig. Das ist schon wirklich heftig. Kann man, wo sind wir denn preislich jetzt bei einer Lackierung? Also wir haben ja die 3 Lackierungen serienmäßig jetzt zur Auswahl. Wenn wir jetzt von Vollcarbon reden, ja, also wirklich, dass wir die Carbon-Lackierung haben, wo sind wir da preislich? Normales Vollcarbon ohne Farbe ist, glaube ich, knapp unter 30.000 Euro Aufpreis. Okay. Mit Farbe etwas darüber. Ja. Und eine normale, klassische Solid, Metallic oder 3-Schicht-Lackierung liegt so im Bereich bei ca. 10.000 bis 12.000 Euro Aufpreis. Ja, okay, aber das ist
Das ist, Es ist im Konkurrenzumfeld. ich wollte gerade sagen, das ist der normale Preis, den du bei der Konkurrenz auch zahlst. Aber natürlich Sichtcarbon oder Sichtcarbonfarbe gibt es ganz, ganz wenige Hersteller. Das sind dann meistens Hypercars, haben wir schon angesprochen gehabt. Da reden wir immer für ganz andere Summen, was die aufrufen. Ja. Also da geht es im Bereich 100, 200.000 ich Euro weiß. Aufpreis für Sichtcarbon. Ich weiß, ich kenne das ja. McLaren P1, wenn du das in Vollcarbon alles haben wolltest, hast du auch von um die 100.000 Euro geredet. Also da musst du auch wieder sagen, klar, natürlich extrem, extrem viel Geld, Absolut. aber Preis-Leistung ist das, wie du dein Fahrzeug individualisieren kannst, eigentlich wieder voll im Rahmen. Man muss halt den Hintergrund verstehen. Also in der Sekunde, wo ich Sichtcarbon wähle, muss es natürlich den höchsten Qualitätsstandard erfüllen. Und wir haben da ganz, ganz viel Webestruktur von den Carbonmatten. Und wenn da nur irgendwo ein kleiner Fehler ist, dann kann ich das nicht als Sichtcarbon verkaufen. Weil einfach jemand, der so viel Geld für ein Auto ausgibt, da muss es perfekt passen. In der Sekunde, wo ich eine Grundierung drüber gebe und das zulackiere, ist mir das jetzt nicht egal, aber es ist irrelevant, ob da in der Carbonstruktur irgendwo ein Verlegefehler etc. ist. Ja. Und die schönsten und am besten optisch gelegten Matten und Bauteile werden einfach reserviert und auf die Seite gelegt für eine Sichtcarbon-Variante und das muss einfach mit dem Preis dann spielen und kompensieren. Genau. Sprachlos. Sprachlos vorhin im Werk und jetzt auch hier bei den ganzen Individualisierungsmöglichkeiten. Wenn ich dann hier soweit durch bin, kann ich das noch in verschiedenen Winkeln anschauen. Ich kann Highlight-Reels erstellen, auch runterspeichern, runterladen. Das Lila ist schon fett. Und im nächsten Schritt wird es dann darum gehen, wirklich den Transfer zu schaffen, von dem, was habe ich gerade digital online gemacht, in die reale Welt. Und da muss man dann in der Regel einen Händler aufsuchen. Ja, man kann es übrigens eben auch abschicken und dann wird man zugewiesen zum nächsten Händler. Ja. Der schaut sich das dann an und hat eben auch Zugriff auf diese PPG-Datenbank mit den Farben und muss dann manuell eine Farbe raussuchen im Gespräch mit dem Kunden, die am besten dann matcht. In dem Fall hätten wir schon ein Beispiel gehabt, das wäre Viola Hongkong als Beispiel. Oder Samtviolett, kennst du sicher aus deiner Garage. Ja klar, haben wir ja beim RS e-tron GT drauf. Genau. Und dann kann man wieder zu so einer Konfigurationswand rüber wechseln. In dem Fall hätten wir das Samtviolett sogar hier, Viola Hongkong habe ich aktuell nicht hier. Und gehe dann durch, spiele mit den Federn rum. Wir haben, glaube ich, orange Federn gehabt. Orange Federn, KTM-Logo zum Beispiel auch komplett in Sichtcarbon. Nehme noch den Sattel mit und kann mir das dann mit den verschiedenen Felgen nochmal anschauen. Nehme ich die große, gehe auf die schwarze, kleine etc. Ich bin sprachlos. Ihr seid verrückt. Ja, danke. Ihr seid wirklich verrückt und das im positiven Sinne, das, was ihr auf die kurze Zeit auf die Beine gestellt habt, ein Produkt, wo du sagst, Motorsport auf die Straße, aber dann, also was ja eh schon komplett Next Level ist, aber dann auch wirklich hier, dass du die Möglichkeiten hast, dein Fahrzeug so extrem individualisieren zu können, das ist nochmal Next Level. Ja, danke. Freut uns, dass das wertgeschätzt wird und, und auch also so gefeiert wirklich, wird, weil ja. Das war ja auch für mich der Grund, warum es mir so wichtig gewesen ist, dass wir gesagt haben, okay, komm, wir kommen hier vorbei, weil nochmal, Leute, ihr habt es gesehen, als ich das Auto gefahren bin, ja, das waren Emotionen, die ich selten in einem Straßenfahrzeug so gespürt habe, weil du halt eben einfach gemerkt hast, okay, das Fahrzeug macht extrem auf Ernst, du merkst halt einfach extrem diese Motorsportgene. Ja, und das haben wir ja bei der Werksführung jetzt halt wirklich dann alles gesehen und jetzt hat, wie gesagt, nochmal diese Individualisierungsmöglichkeiten, die du da hast, ist halt einfach nochmal Next Level. Und das mega geil. Freut mich. Mega, Dankeschön. mega geil. Robert, ich weiß nicht, was du dazu noch sagst, ob du noch irgendwas sagen möchtest. Also, Ja, ich denke, wir sollen jetzt die Konfiguration abschließen, oder? Was sagst du dazu? ja, für was denn? Ab in Warenkorb damit. Also ich weiß ja nicht, Leute, ihr könnt ja mal drunter kommentieren. Soll so ein KTM in die Garage kommen? Und falls ja, welche Farbe, welche Lackierung würdet ihr denn nehmen? Und ich würde sagen, damit machen wir auch jetzt Schluss mit dem Video, oder? Auf jeden Fall. Lukas, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Danke für den Besuch.
Wir werden auf jeden Fall nochmal schauen, dass wir vielleicht nochmal irgendwie vorbeikommen oder vielleicht ja nochmal auf der Rennstrecke mit dem Auto fahren. Beim Trackday seid ihr ja auch nochmal mit dabei. Genau, absolut. Der Collector Trackday, 23.08. Ich weiß noch nicht, wann das Video rauskommt. Das ist wieder an Robert überlassen, wann er ich Lust hab wieder und Zeit. Laune und Zeit hat, das Video hochzuladen. Aber vielleicht werden wir da auf jeden Fall nochmal hier mit dem Auto fahren. Also da wird auf jeden Fall nochmal, ich hoffe ja nochmal was kommen, Absolut, gerne. dass wir das Von Auto unserer fahren Seite dürfen. Absolut, ja. Und ja, dann würde ich sagen, Robert, machen wir uns auf die Heimreise, oder? Auf geht's. Also Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Peace out. Ciao.